Church of the Second Hytoth. Interessengruppennummer GOI 3088. Einsatzgebiet Erde, Kirche des zweiten Hytoto, interstellare und intergalaktische Regionen, gesamte orthotanische Religion. Überblick. Die Kirche des zweiten Hytoth ist eine okkulte Organisation menschlicher und außerirdischer Wesenheiten, die der außerirdischen orthotanischen Religion anhängen und der universellen Schutzgottheit Rakmu-Loisan im Kampf gegen außeruniverselle Bedrohungen, bekannt als Forutoid, beistehen. Der zentrale Glaube der Religion besagt, dass dem gegenwärtigen Universum, dem zweiten Hytote, ein anderes Universum vorausging, das existierte, bis es von einer außeruniversellen Entität verschlungen wurde. Eine Gruppe Überlebender floh in das neu geschaffene zweite Hytote, unsere Realität. 7 von ihnen entschieden sich, zu Göttern aufzusteigen, um die Sicherheit des Universums zu gewährleisten. 6 dieser Götter starben im Laufe der Zeit, sodass Rakmu-Loisan als letzter Überlebender zurückblieb. Die meisten Aktivitäten der Gruppe finden unter dem Schleier statt, was gelegentlich zu kleineren Konflikten mit der Foundation oder anderen Normalitätsorganisationen führt. Die Gruppenmitglieder sind in der Regel in okkulten Praktiken wie Taumaturgie und eingeschränkter Theurgie bewandert. Im Umgang mit ihnen ist daher Vorsicht geboten. Bekannte Anführer sind Koru-Erzpriester Farah Onteos, Oberhaupt der Kirche, der zweite Bote, ein außerirdischer Gruppenführer, und Großpriester Sean Glenn Marcus, Oberhaupt der Orthotan-Kirche in Toronto. Menschliche orthotanische Glaubenssysteme existierten nachweislich bereits um 11.000 vor Christus, was der Entstehung der antiken orthotanischen Zivilisation entspricht. Moderne Zweige entwickelten sich jedoch erst im letzten Jahrhundert. Es gibt auch von der Kirche unabhängige orthotanische Gruppen, die alle deutlich kleiner sind und tendenziell unterschiedliche moralische Überzeugungen vertreten. Über die Kirche hinaus ist die orthotanische Religion interstellar und intergalaktisch präsent und entstand ursprünglich in außerirdischen Zivilisationen. Es sind zahlreiche solcher orthotanischen Zivilisationen bekannt, deren volles Ausmaß noch nicht erforscht ist. Terrestrische Orthotangruppen. Irdenes orthotanisches Königreich. Einsatzgebiet ehemals Asien. Bedrohungsstufe keine. Status inaktiv. Das irdene orthotanische Königreich, besser bekannt als orthotanisches Königreich, war eine Zivilisation, die um 11.000 vor Christus von prähistorischen Menschen gegründet wurde. Aktuelle Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass dies durch die Ankunft eines außerirdischen Wesens ausgelöst wurde, das in alten Texten als sternengefallener Bote, in modernen Texten als erster Bote bezeichnet wird. Die Zivilisation wuchs rasch, was vermutlich auf eine Kombination aus der Unterstützung des ersten Boten und der zunehmenden Anwendung thaumaturgischer Praktiken durch die Menschen zu dieser Zeit zurückzuführen ist. Dokumente von SCP-1726 lieferten nützliche Informationen, obwohl vollständige Details zur Gesellschaft und Geschichte des Königreichs nicht bekannt sind. Mehrere Jahrhunderte später führten sie den Orthotan-Davidsch-Krieg, ca. 11.000 vor Christus, einen Abwehrkampf gegen die territoriale Expansion der Deviten. Nach anhaltenden Kämpfen gerieten die Verteidigungsanlagen ins Wanken und die Truppen der Daeviten fielen ein, was den Zusammenbruch des Königreichs zur Folge hatte. Die Orthotans überlebten und versuchten in den folgenden Jahrtausenden mehrmals, ihr Königreich wieder aufzubauen, wobei sie sich in abgelegene Regionen zurückzogen und Paratechnologie von größeren Zivilisationen wie der Xia-Dynastie stahlen. Schließlich wurde das Königreich während des Nullten Okkulten Krieges, ca. 1600 vor Christus zerstört, eines massiven anomalen Krieges, der von der Xia-Dynastie und ihren Vorgängern, der Huoju-Ji-Si, angezettelt wurde und in einem CK-Klasse-Realitätsumstrukturierungsszenario gipfelte, das zahllose antike Zivilisationen dieser Zeit und der vorangegangenen Jahrtausende auslöschte. Deutlich kleinere Orthotan-Gruppen überlebten das Ereignis und führten die Orthotan-Traditionen bis in die Neuzeit fort. Kleinere terrestrische Gruppen. Die Gesellschaft des zweiten Hytote, inaktiv. Eine kleine okkulte Organisation, die im späten 19. Jahrhundert in Kanada aktiv war. Nach ihrer Begegnung mit dem zweiten Gesandten wurde sie 1900 in die Kirche des zweiten Hytoth umbenannt. Außerirdische Orthotangruppen. Interessante Arten 002. Einsatzgebiet Erde, Mond. Bedrohungsstufe unbekannt. Status unbestimmt.
SOI-002 war eine rätselhafte Spezies, die im späten Neoproterozoikum versuchte, die Erde zu besiedeln. Vor etwa 700 Millionen Jahren. Aufgrund der Zeitspanne zwischen ihrer Ankunft im Sonnensystem und der Gegenwart ist ein Großteil ihrer Artefakte und Strukturen verloren gegangen. Erhaltene Relikte deuten darauf hin, dass ihre Zivilisation über hochentwickelte Technologien verfügte, die häufig esoterische Praktiken und Psionik verbanden. Letztere scheint allen Mitgliedern von SOI-002 angeboren zu sein. Obwohl SOI-002 überwiegend orthotanisch war, gab es Minderheitengruppen, die die Chorutoiser verehrten, aber durch die Manipulation biologischer Materie und die Anbetung einer Fleischgottheit die Götter kontinuierlich mit Blut versorgten. Diese Gruppen wurden geächtet und vernichtet, weil sie glaubten, dem Forutoid zu folgen. Es sind keine Verbindungen zum menschlichen Sarkismus bekannt, aber es wird vermutet, dass anomale Wesen, die für die sarkische Kultur verantwortlich waren, an der Entwicklung dieser Minderheiten beteiligt waren. Die Ursache des Aussterbens und des Scheiterns der Besiedlung ist unbekannt. Die fortgesetzte Aktivität der SOI-002-Anomalien wird untersucht. Terzan 2 orthotanische Koalition. Einsatzgebiet: Kugelsternhaufen, Terzan 2, äußere interstellare Regionen. Status: aktiv. Die Terzan 2 Orthotan-Koalition ist eine lose militaristische Allianz außerirdischer Orthotan-Zivilisationen und Wesenheiten, die im Kugelsternhaufen Terzan 2 leben. Ein Sternhaufen umkreist die Milchstraße etwa 28.000 Lichtjahre von der Erde entfernt, im galaktischen Kern. Die Koalition entstand als Reaktion auf die expansionistische Zivilisation 12 Sterne, die in der Vergangenheit Kriege im Sternhaufen verursacht hatte und nun orthotanisches Territorium angreift. Die Motive dafür sind unklar, aber die aktuellen Ziele scheinen die vollständige Auslöschung der orthotanischen Kultur im Sternhaufen zu sein. Der Krieg hat sich von Terzan 2 aus nicht ausgebreitet, obwohl von Angriffen der 12 Sterne in anderen Regionen der Milchstraße und der Andromeda-Galaxie berichtet wurde. Außerirdische Gemeinschaften in Terzan 2 waren der Foundation seit den ersten Untersuchungen außerirdischen Lebens im Rahmen der Pytheas-Initiative bekannt. Kontinuierliche Beobachtungen von der Erde aus ergaben, dass Terzan 2 hinsichtlich der Anzahl außerirdischer Übertragungen eine der aktivsten Regionen der Galaxie ist. Jüngste Fortschritte bei den Überlichtgeschwindigkeitsantrieben haben die Erforschung ermöglicht, doch Schwierigkeiten bei Überlichtgeschwindigkeitsreisen, die Kommunikation mit der Koalition und die Kriegsbedingungen haben die verfügbaren Informationen über die Gruppe eingeschränkt. Die bemannte Erkundung von Terzan 2 ist im Gange. Orthotan-Mythos-Übersicht. Der orthotanischen Mythologie zufolge existierte vor der Existenz das Woru, eine chaotische Nichtexistenz, in der Geist und Materie ständig auftauchten und vernichtet wurden. Irgendwann schuf eine unbekannte Gottheit das erste Hyto, ein erstes Universum, das vor den Gefahren des Woru geschützt war. Das Universum existierte Milliarden von Jahren, bis ein außerirdisches Wesen, das in allen gefundenen orthotanischen Dokumenten namenlos blieb, es verschlang und zerstörte. Eine kleine Gruppe von Wesen überlebte den Verzehr. Sie alle waren ins Woru geflohen, um sich in Sicherheit zu bringen, bis die Gottheit, die den ersten Hythot erschaffen hatte, ein neues Universum in Form des zweiten Hythot schuf. Die Überlebenden bohrten sich in den zweiten Hythot und ließen sich in der expandierenden Raumzeit nieder. 7 Anführer der Überlebenden schlossen sich zusammen und schworen, auch die Zerstörung des neuen Universums zu verhindern. Diese 7 erlangten daraufhin Gottheiten und wurden zu den Heiligen 7, den Choruteusa. Die Chorutoiser waren im frühen Universum aktiv und verbreiteten religiöse Überzeugungen, um sich selbst zu unterstützen, während sie gegen Wesen kämpften, die eine Bedrohung für das Universum darstellten. Um ihren göttlichen Status aufrechtzuerhalten, benötigten die Chorutoiser eine ständige Blutversorgung, eine Folge des ständigen Blutverlusts ihrer neuen Formen. Dies erforderte Adalas-Rituale, um ihre Gesundheit zu erhalten. Ihr Einfluss nahm jedoch mit der Zeit allmählich ab, und mit abnehmendem Einfluss verringerte sich auch die Anzahl der Adalas-Rituale, die ihre Anhänger durchführten. Mitglieder der Choruteusa starben nach und nach, zuletzt starb der heilige Sechste, Jorun Loisan, im Jahr 2000. Das einzige noch lebende Mitglied der 7 ist der heilige Vierte, Rakmu Loisan. Rakmu Loisan schützt vor außerirdischen Wesen, Forutoid, die versuchen, in das Universum einzudringen, um dem Chaos der Woru zu entkommen. Dieser Prozess wird die Realität destabilisieren, wenn er nicht verhindert wird.
Wie lange Rakhmu-Loisan noch kämpfen kann, ist unbekannt. Behandlung des Mythos. Ungewöhnlich für religiöse Interessengruppen verfügt die Kirche des zweiten Hüto über keinen zentralen Kanon für ihren Mythos. Stattdessen glaubt die Gruppe, dass sie zwar viel über ihr Pantheon und ihre Kosmologie weiß, aber kein umfassendes Wissen über die Realität besitzt und dass der orthotanische Mythos selbst eine unvollständige Sicht der Existenz darstellt. Dies liegt an verschiedenen Unbekannten im Mythos, darunter dem nahezu vollständigen Verlust von Informationen über die heilige Fünfte und heilige Siebte sowie Widersprüchen zwischen verschiedenen orthotanischen Quellen. Ziel der Organisation ist es, alle Aspekte des Universums vollständig zu erforschen, um die orthotanische Mythologie zu vervollständigen. Der Zweig der Geschichte der Gruppe beschäftigt Gelehrte, die fehlende Informationen suchen und mit Hilfe ihrer Krieger relevante Artefakte beschaffen. Zentrale Forschungsgegenstände sind die heilige Fünfte, die heilige Siebte, der erste Hythot und das irdische orthotanische Königreich. Weitere Informationen finden Sie unter terrestrische Gruppen. Als weniger wahrscheinlich, aber dennoch gefragt gelten die Identität der Gottheit, die den ersten und zweiten Hythot schuf, ihre Beweggründe und die Entität, die den ersten Hythot verzehrte. Verhaltens- und Organisationsdetails. Die Ziele der Kirche des zweiten Hüto sind, um Rakhmu-Loisans Leben durch Adalas-Rituale zu erhalten. Verbreitung der orthotanischen Religion und Moral auf Grundlage der Taten von Rakhmu-Loisan. Zur Erforschung des orthotanischen Pantheons, des ersten Hythot und unbekannter Aspekte des orthotanischen Mythos. Um alle Forutoid zu töten. Die Organisation ist relativ klein und pazifistisch gegenüber denjenigen, die nicht mit der Forutoid verbunden sind, obwohl sie weltweit aktiv ist. In Großstädten gibt es mehrere Kirchen, die größte in Toronto, Ontario, Kanada, von denen viele in leicht zugänglichen Kleinstädten existieren. Im Rahmen der Operation Violet Lense wurden geheime Razzien durchgeführt, doch der kürzlich erfolgte Einbau ritueller Kryptographiesysteme in die Eingänge der Ways hat weitere Razzienversuche verhindert. Orthotanische Wesen aus anderen Regionen der Milchstraße, darunter auch der zweite Bote, sind prominente Mitglieder der Gruppe. Ihre Ursprünge liegen häufig in der Evakuierung ihrer Heimatsternsysteme und in Versuchen interstellarer Missionierung. Daher verfügt die Organisation über umfangreiches Wissen über extrasolare Phänomene und Orte, mehr als die Stiftung derzeit besitzt. Mitglieder der menschlichen Gruppe nutzen regelmäßig außerirdische Technologie. Es ist bemerkenswert, dass die Kirche trotz dieser Verbindungen zu extrasolarem Leben selbst keinen Kontakt zu außerirdischen Orthotan-Gruppen hat. Ob extrasolare Orthotans überhaupt von der Existenz der Kirche des zweiten Hythot wissen, ist Gegenstand weiterer Forschung. Kultur. Die Doktrin der Kirche des zweiten Hythot basiert auf den moralischen Grundsätzen, die auf Rakhmu-Loisans Handeln basieren und gemeinhin als zentrale Grundsätze der Organisation bezeichnet werden. Kernpunkte dieser Grundsätze sind strategisches Denken, Neugier auf die Welt und Freundlichkeit und Frieden gegenüber Nichtfeinden. Die Befolgung dieser Grundsätze beeinflusst das Handeln der Kirchenmitglieder und der Kirche als Ganzes und führt dazu, dass Konflikte vermieden werden, sofern keine Alternativen bestehen. Im Gegenzug pflegt die Kirche neutrale Beziehungen zu verschiedenen Interessengruppen und hat einen kleinen Anteil an Mitgliedern, die auch mit anderen anomalen Religionen verbunden sind. Die Vermischung menschlicher und außerirdischer Kulturen wurde dokumentiert, allerdings nur in Situationen, in denen ausreichende Ähnlichkeiten bestehen. Dies führte zu einer einzigartigen kulturellen Identität innerhalb der Kirche, in der die menschlichen Mitglieder für fremde Konzepte empfänglich sind, selbst für solche, die normalerweise unverständlich wären. Hervorzuheben sind der Glaube an latente, nicht-dimensionale Brücken, die die Wahrnehmung der Welt durch einander vertraute Wesen verbinden, Begrüßungen, bei denen sich die Personen kurz zur Seite wenden und vermeiden, sich direkt anzusehen. Die Verwendung kybernetischer LED-Implantate, die die Hautfarbe als Kommunikationsmittel verändern, das Schmecken von Farben jenseits des EM-Spektrums und, in kleinen Untergruppen, die Organisation von Individuen in Hive-Mind-ähnlichen Systemen. Mehrere Feiertage haben ihren Ursprung in außerirdischen Bräuchen, wie zum Beispiel den Nachwuchstagen, an denen sich Gruppenmitglieder so weit wie möglich von der Außenwelt isolieren, um ausschließlich Nahrung zu sich zu nehmen und sich auszuruhen.
Diese Tage sind darauf zurückzuführen, dass bestimmte außerirdische Spezies nach langer Arbeit in Nachwuchsmaschinen eintraten, um sich zu regenerieren. Diese Kulturen sind jedoch nicht überall in der Kirche verbreitet, und es wird empfohlen, dass die orthotanischen Bräuche für alle Mitglieder Vorrang haben. Unterabschnitte. Während sich die Kirche hauptsächlich auf die Verehrung von Rakhmu-Loisan und den anderen Kuru-Toisa konzentriert, existieren innerhalb der Kirche kleinere Sekten mit abweichenden Glaubensvorstellungen und Praktiken. Diese Sekten unterstützen die Ziele der Gruppe oft durch die Verehrung weiterer Gottheiten des orthotanischen Pantheons oder darüber hinaus, da sie glauben, dass sich alle Götter vereinen müssen, um das Universum vor den Forutoi zu schützen. Seltener sind Sekten, die andere moralische Praktiken verfolgen, aber dennoch den zentralen Grundsätzen der Gruppe treu bleiben. Diese werden zwar akzeptiert, aber mit Verachtung betrachtet. Orthotanische Gruppen, die sich nicht den Grundsätzen der Kirche des zweiten Hytote anschließen, werden ignoriert und ausgeschlossen. In Situationen, in denen eine orthotanische Gruppe auf eine Weise handelt, die nach Ansicht der Kirche negative Auswirkungen auf die Religion hat und im Widerspruch zu ihren Moralvorstellungen steht, wie beispielsweise ritueller Mord, um Rakhmu-Loisan mit Blut zu versorgen, werden Krieger ausgesandt, um die Aktionen der Gruppe zu stoppen. Funktionen. Die genauen Fähigkeiten der Kirche sind unbekannt. Die meisten Mitglieder beherrschen mindestens eine Form okkulter Praxis und versuchen sich häufig an Theurgie mit Wesenheiten, die als niedere Gottheiten des orthotanischen Pantheons gelten. In Kombination mit der fortschrittlichen Technologie außerirdischer Mitglieder wird der Organisation hohe Angriffskraft zugeschrieben, obwohl es keine Anzeichen dafür gibt, dass diese jemals gegen die Foundation oder die Menschheit als Ganzes eingesetzt werden. Externe Quellen behaupten, die Organisation verfüge über das nötige Wissen über das Ritual, um, vorausgesetzt, der orthotanische Mythos stimmt, einen Avatar von Rakhmu-Loisan zu beschwören. Derzeit wird das Potenzial für ein eschatologisches Lambda-Null-Szenario untersucht. Sprache. Die Gruppe spricht eine Kombination aus einheimischen Sprachen und der orthotanischen extraterrestrischen Sprache OEL, die seit einem unbekannten Zeitpunkt anomal erhalten geblieben ist. Während die gesprochene OEL bei bestimmten Arten stark variiert oder gar nicht existiert, sind die in der geschriebenen OEL verwendeten Logogramme in allen orthotanischen Kulturen weitgehend einheitlich, unabhängig von der räumlichen Trennung. Nach Ansicht der Kirche ist dies das Ergebnis einer göttlichen Tat der Kuru-Toisa, um die Einheit aller orthotanischen Kulturen im Universum aufrechtzuerhalten. Derzeit wird an der vollständigen Entschlüsselung von OEL als Mittel zur effizienten Kommunikation mit außerirdischen Wesen gearbeitet. Extrasolare Präsenz. Interstellare und intergalaktische Reichweiten. Die orthotanische Religion existiert interstellar in Form verschiedener, lose miteinander verbundener Sekten. Die Erforschung dieser Sekten gestaltet sich anspruchsvoll. Die Entdeckung des Standorts einer Sekte ist, sofern sie keine starken elektromagnetischen Strahlungssignale aussendet und keine externe Hilfe vorhanden ist, Zufall. Entdeckte Sekten können sich zudem so stark von menschlichen Kulturen unterscheiden, dass ein vollständiges Verständnis unmöglich ist. Einschränkungen bestehender Überlichtgeschwindigkeitsantriebe erschweren die Erforschung zusätzlich. Trotz der Schwierigkeiten hat die Abteilung für extrasolare Aktivitäten wichtige Erkenntnisse gewonnen. Von allen erfassten außerirdischen Zivilisationen sind etwa 8% orthotanischer Natur. Ihre technologischen Fähigkeiten reichen von nahezu menschlichem Niveau bis hin zu einem Niveau, das alle theoretischen anomalen Technologien übertrifft. Wie zu erwarten, weichen außerirdische orthotanische Kulturen oft von der Denkweise der Kirche ab. Manche wenden gewalttätige Methoden an, um Rakhmu-Loisan mit Blut oder, bei blutlosen Spezies, mit einer gleichwertigen lebenswichtigen Substanz zu unterstützen. Gelegentlich wurden interstellare Konflikte zwischen orthotanischen Zivilisationen mit unterschiedlichen Kulturen beobachtet. Es gibt nur wenige Informationen über die extragalaktische Ausbreitung. Glaubt man der orthotanischen Mythologie, sind orthotanische Kulturen in großem Ausmaß vorhanden. Doch ohne die Fähigkeit zu intergalaktischen Reisen ist keine Forschung möglich. Abgesehen von kleinen Gruppen Außerirdischer, die auf Einwegreisen auf die Erde gelangten, sind im Sonnensystem keine extrasolaren orthotanischen Zivilisationen aktiv. Dies ist auf den Mangel an wertvollen Ressourcen und bemerkenswerten Merkmalen im Vergleich zu anderen Sternregionen zurückzuführen. Die einzige bekannte aktive Zivilisation ist Species of Interest 002,
Weitere Informationen finden Sie unter außerirdische Gruppen. Die Gruppe gilt als ausgestorben.